Moin, ich bin der Jakob und ich freue mich heute, euch mein Meisterstück zeigen zu dürfen, mein Phonomöbel. Der grundsätzliche Hintergrund für ein Phonomöbel war einfach, alle meine Schallplatten, Schallplattenspieler und die Technik, die so dazugehört, an einem Ort zu haben, als Mittelpunkt vom Wohnzimmer. Das heißt, wir haben den Plattenspieler eingebaut, Schallplatten sind gelagert, generell Stauraum einfach und Technik. Das heißt, ein Subwoofer, ein Receiver, ein Center-Lautsprecher, der Apple TV findet Platz hier drin und auch ein Tablet ist eingesetzt. Den Schallplattenspieler habe ich in einen Glaskasten eingesetzt, den ich mit Kirschleisten verkleidet habe. Mit verschiedenen Winkeln und Formen, fand ich an der Stelle ganz interessant. Und grundsätzlich ist das eine Push-to-Open-Schublade. Das heißt, ich kann den Schallplattenspieler hier nach vorne rausziehen. Der ist auf Beschlägen geführt und lässt sich auch genauso einfach wieder reinschieben, um die Schallplatte zu wechseln. Aber auch während die Platte läuft, kann man reingucken, sieht das Ganze, sieht, wie sich die Platte dreht. Das Glas ist von hinten in einen Falz reingesetzt. Das heißt, die Leisten liegen auf der Glasplatte quasi nur auf und sind mit dem Außenrahmen fest verbunden, mit Dübelverbindungen hier. Und das Glas ist von hinten an die Leisten angesetzt. Die Winkel habe ich mir grundsätzlich von meinem Brettriss rausgemessen, den ich vorher gezeichnet hatte. Und habe sie dann an der Kreissäge angeschnitten und die Teile einzeln mit Dübeln zusammengesetzt. Der Auszug, auf dem der Schallplattenspieler sitzt, ist auf mechanischen Linearführungen geführt. Die sind leicht eingelassen, um das Ganze quasi auch über diesen L-Winkel führen zu können. Das heißt, ein Linearauszug sitzt unter dem Schallplattenspieler und einer seitlich dran. Was perfekt hierzu passt, ist direkt, dass im unteren Bereich die Schallplattensammlung bzw. die Schallplatten generell gelagert sind. Direkt unter dem Schallplattenspieler, perfekt für kurze Wege, finden sich dann die Schallplatten selbst. Das heißt, ich kann sie direkt hier rausnehmen, oben einlegen und das leere Cover wieder verstauen. Was bisher noch kaum jemand auf Anhieb erraten hat, ist, dass die Deckschicht für die mittleren Fronten aus alten Schallplatten gelasert ist. Das Ganze wurde dann aufgeleimt auf einen MDF-Träger und wiederum mit einem Lack versehen. Die Schallplatten hatte ich bei Opa aus dem Keller und dachte, irgendwie kann man damit noch was Sinnvolles machen. Und dann war es natürlich passend zum generellen Schallplatten- und Phonomöbel-Thema, die direkt wieder für die Fronten zu benutzen. Die restlichen Fronten, die nicht mit Schallplatten belegt sind, sind alle mit einem Schichtstoff belegt. In dem Fall Phoenix, also ein ultramatter Schichtstoff, der einigermaßen pflegeleicht ist. Die Schublade ganz unten rechts sieht erstmal aus wie eine typische große Schublade. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich euch das zeigen will, aber hier haben wir ein Geheimfach, jetzt nur noch ein Fach. Das heißt einen doppelten Boden, quasi eine Schublade in der Schublade, welche sich dann da rausschiebt. Den Drehbeschlag, der hier vorne hinterm Doppel eingearbeitet ist, um das Ganze hochzudrehen, den habe ich selbst entwickelt und gefertigt. Genau, da habe ich hier einmal den Prototyp. Das waren so die ersten Versuche. Das funktioniert sehr gut, ist aber sehr instabil logischerweise aus Multiplex, lässt sich aber optimal verdrehen. Und das Finale habe ich dann am Ende aus Delignit, auch Panzersperrholz genannt, gefräst. Hier sieht man auch noch, wo es rausgefallen ist. Das sind quasi ganz dünne Holzschichten, verleimt mit einem Epoxidkleber. Das heißt, es ist unglaublich stabil, ist aber irgendwo immer noch ein Holzwerkstoff. Und es war mir wichtig, dass ich den Beschlag auch aus Holz gefertigt habe. Nur aus Multiplex ging es aber nicht. Da habe ich einige zerbrochen während der Fertigung. Der Drehbeschlag ist ungefähr an der Stelle hier hinten in die Front und in die Front vom Schubkasten auch eingearbeitet. Das Ganze bewegt also die Front exzentrisch nach oben. Und im offenen Zustand wird sie dann mit einem Magnet gehalten. Grundsätzlich habe ich den Beschlag so entworfen, dass man die Front hochdrehen kann
dann ist er Viertel gedreht. Und wenn man sie dann nochmal drüber dreht, das heißt so, kann man die Front auch komplett rausnehmen, um an den Beschlag zu kommen und dann nochmal nachzuarbeiten, oder generell für den Transport macht es auch Sinn, dass es nicht kaputt geht. Genau, das Ganze ist natürlich sehr feinteilig und präzise. Das heißt, es musste super genau sein. Das heißt, mit Shaper Origin als kleine handgeführte CNC-Fräse konnte ich das halt an meiner Werkbank machen. Das geht mit einer großen CNC-Fräse nicht, da kriegt man so kleine Teile oft gar nicht gespannt. Und damit konnte ich halt aufs Zehntel genau arbeiten. Da wäre ich mit Hand niemals dran gekommen und hätte es sonst nicht bauen können. Mir war es wichtig, dass das ganze Teil auch aus Holz ist, so wie der Rest vom Stück. Und aus Holz, einen Drehbeschlag, findest du so nicht fertig von der Stange. Das heißt, da war Selbstbauen die einzige Option. Bei dem Möbelstück haben wir generell einen relativ hohen Materialmix. Das heißt, hier im oberen Bereich, auch die Kanten und die Fronten hier unten, habe ich Phoenix benutzt. Das ist grundsätzlich ein hochmatter Schichtstoff, der super leicht zu pflegen ist und halt eine super schöne matte Oberfläche hält. Hier drüben haben wir Glas. Da habe ich Echtglas genommen, einfach um Kratzer zu vermeiden, schon allein während dem Bau. Dann geht es hier weiter mit den Schallplattenfronten. Das heißt, das sind alte Schallplatten, klein gelasert und zusammengesetzt. Und hier direkt oben drüber habe ich Akustikstoff genommen. Das heißt, das gleiche, was man benutzt, um Musikboxen zu bespannen. Direkt hinten dran sitzt ein Center-Lautsprecher, so wie der Apple TV. Das heißt, der Funk von der Fernbedienung geht da auch durch. Ja, alles, was man an Holz sieht, ist Kirschholz, alles geölt. Und im oberen Bereich ist ganz viel Massivholz, beziehungsweise nur Massivholz. Die Innenteile, das heißt alles, was Plattenmaterial ist, ist furniert und auch dann geschliffen und geölt. So auch hier im inneren Bereich, die ganze Unterteilung von dem Schrank ist alles furniertes Kirschholz. In der Deckplatte von meinem Meisterstück habe ich hier ein iPad eingelassen und hier drüben kabelloses Laden. Das lege ich mal kurz ab. Das iPad lässt sich hier einmal aufklappen. Dann findet man hier hinten dran das iPad und das kann man hier dann schräg anstellen. Im alltäglichen Gebrauch ist das bei uns zu Hause die Home-Zentrale. Das zeigt mir morgens Wetter an. Das passt alles und lädt hier drin auch dauerhaft. Das heißt, wenn ich es brauche, zum Beispiel auf dem Aufmaß zu gehen, nehme ich es einfach raus, kann es mitnehmen, es ist immer voll geladen. Wenn ich es nicht sehen will, kann ich es auch verstecken, indem ich den Deckel einfach wieder zumache. Da im kompletten Meisterstück viel Technik verbaut ist, die immer Strom braucht oder Tonsignale, läuft die ganze Technik einmal hier oben hinter dem Akustikstoff zusammen. Zum Beispiel auch die Kabel vom Subwoofer, vom Receiver, von der GameCube in dem Fall. Hier im hinteren Bereich sind Kabeldurchlässe eingefräst. Darüber können die Kabel im Inneren des Meisterstücks alle nach oben gehen und sich an einer Stelle sammeln, um dort verkabelt zu werden. Beim Meisterstück bekommt man im Gegensatz zum Gesellenstück ja relativ wenig Vorgaben. Das heißt, die einzige große Vorgabe ist, es muss einen meisterlichen Anspruch haben. Diesen meisterlichen Anspruch habe ich bei mir geschaffen durch die verschiedenen Oberflächen, auch verschiedene Oberflächenbehandlungen. Das heißt, wir haben geölte Teile, wir haben auch lackierte Teile. Wir haben selbst, oder ich habe selbst diese Front erschaffen aus alten Schallplatten und habe selbst auch furnieren müssen. Das heißt, da haben wir ganz viele Schwierigkeiten. Eine weitere große Schwierigkeit ist dieser Drehbeschlag, den ich selbst entwickelt habe, mit dem Geheimfach dahinter, die Klappe fürs iPad und hier dieses Muster um die Schallplatte oder um den Schallplattenspieler direkt drumherum. Das Schöne ist, dass mein Plan aufgegangen ist. Ich habe was gebaut, was ich immer noch täglich nutzen kann. Das Ganze steht bei uns im Wohnzimmer, wird täglich benutzt und ich kann es mir auch täglich angucken und es steht nicht irgendwo im Keller. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, generell zu mir, zum Meisterstück, zu was auch immer, einfach gerne in die Kommentare schreiben. Dann versuchen das SWR oder ich, die so gut es geht, zu beantworten.